Hallo zusammen und willkommen zum nächsten Indie Game Devlog zu Port Empire. Ja, diese Woche hat sich wieder eine Menge getan. Ich und der gute Renault haben viel Fortschritt gemacht am Spiel und den möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Also los geht's. Das Design des Hauptmenüs hat sich diese Woche verändert und ist jetzt ein wunderschönes 3D-Schild, welches ich in Blender erstellt habe. Mit diesem neuen Design bin ich allerdings noch nicht ganz fertig, denn hier sollen noch coolere Animationseffekte kommen, aber da werde ich die Woche dran arbeiten. Und nicht nur dieser neue Mauszeiger ist neu, sondern gibt es jetzt auch verschiedene Mauszeiger, je nachdem worüber ihr die Maus bewegt, wie zum Beispiel hier auf einem Hexagon-Teil oder wenn ihr zum Beispiel die Kamera dreht. Außerdem habe ich diese Woche den Binding Particle Effekt ein wenig überarbeitet und der Smoke, der vorher war, der war ja durchgehend und jetzt wird er nur noch bei jedem einzelnen Schritt des Gebäudes gespawnt. Die größte Änderung dieser Woche ist allerdings das Trainieren und Selektieren von euren Soldaten. Habt ihr einen Soldaten von euch ausgewählt, könnt ihr hier ebenfalls sehen, dass sich der Mauscursor ändert und ihr könnt dann frei in der Welt per Rechtsklick den Befehl geben, sich dorthin zu bewegen. Das Ganze funktioniert natürlich auch mit mehreren Soldaten gleichzeitig, dazu einfach das Selection Panel ziehen mit gedrückter Maustaste und halt mehrere Soldaten auswählen, die ihr befehligen wollt. Wir haben auch diese Woche schon damit begonnen, das Combat System zu starten, also ihr könnt dann jetzt schon mit euren Soldaten bald in die Schlacht ziehen, welches ihr hier sehen könnt. Aktuell könnt ihr nur gewinnen und es gibt noch keine wirklichen Animationen dafür, aber das wird, denke ich mal, im Laufe der Woche sich ändern. Und wer im Livestream mit dabei war, der hat sicherlich mitbekommen, dass wir inzwischen für jedes Gebäude Lebenspunkte gemacht haben. Die werden dann auch später mit dem Combat System, wenn es fertig ist, eine sehr wichtige Rolle spielen, also seid gespannt. Und ebenfalls ein neuer Button hat in dieses Tooltip gefunden, nämlich der Pause-Button. Damit könnt ihr ganz einfach ein bestimmtes Produktionsgebäude pausieren, statt es abzureißen. Ihr zahlt dann keine Steuern mehr für dieses Gebäude, es produziert natürlich aber auch nichts. Das waren auf jeden Fall die wichtigsten Änderungen dieser Woche. Natürlich haben wir wieder den ein oder anderen Bug aus dem Spiel geschmissen, aber das möchte ich gar nicht groß zeigen. Ich hoffe auf jeden Fall, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Like oder einen Kommentar da oder auch gerne ein Abo. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. In diesem Sinne wünsche ich euch ein wunderschönes Wochenende und wir sehen uns zum nächsten Indie Game Devlog zu Port Empire. Ciao. Und natürlich geht mein Dank wieder an die Patreon-Supporter von Port Empire, Renault, Octadurin und Tobias. Vielen Dank für euren Support.